Die Menschen in den Projekten drinnen, die die Projekte leiten oder die die Unternehmen leiten, sind, die einfach an diese Zukunft glauben und die auch leben. Und hier ist eine neue Ausgabe von 959, dem Digitalmagazin. Die Mission Innovation Austria Week 2020, die wir ja eigentlich medial begleiten, musste ja leider auf den April 2021 verschoben werden, Corona-bedingt. Aber es gibt bis dahin sozusagen, um sich die Wartezeit zu verkürzen, einige Online-Angebote, die Mission Innovation Online sozusagen. Denn es gibt ja trotzdem allerhand Geschichten zu erzählen rund um smarte Lösungen, innovative Vorzeigeregionen und vieles mehr, was helfen soll, die Energiewende umzusetzen. Heute will ich unter anderem mit Forschern und Projektträgern sprechen. Aber den Anfang mache ich mit einem O-Ton von der letzten Mission Innovation Austria Week 2019. Da hatte ich Therese Vogel zu Gast, die Chefin des Klimafonds Österreich. Worum geht es bei diesen Vorzeigeregionen und damit beim Angebot des Klimafonds gemeinsam mit dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, kurz BMK? Das Ziel ist, zukünftige Energielösungen zu entwickeln, und zwar unter Einbeziehung der zukünftigen Anwender. Außerdem will man breitflächig testen im realitätsnahen oder sogar im Realbetrieb. 3 Vorzeigeregionen gibt es, bei denen jeweils mehrere Bundesländer zusammenarbeiten. Ich wollte damals beim Interview von Therese Vogel wissen, was ist das Besondere an den Klimafondsprojekten und diesen Vorzeigeregionen? Unsere Projekte, das ist wirklich eine Speerspitze an Mhm. Innovation. Das sind großvolumige Projekte. Da geht es nämlich nicht nur um Forschung und Entwicklung, sondern da geht es dann darum, diese Wirkung, die Treibhausgaswirkung oder Energie Erneuerbare auf den Boden zu bringen. Ja? Mhm. Also auch Umsetzung in Konkreten. Mhm. Und da hast du dann wirklich die Menschen in den Projekten drinnen, die die Projekte leiten oder die die Unternehmen leiten, die in den Projekten beteiligt sind, Ja. die dann diese Charaktere sind, die einfach an diese Zukunft glauben und die auch leben. So, nun wissen wir das auch und kommen zum nächsten Gast. Professor Thomas Kienberger leitet die Montanuniversität in Leoben, das Institut für Energieverbundtechnik. Er ist Experte für Energiesysteme und findet Lösungen dafür, wie Energienetze auch mit einem hohen Anteil an erneuerbarer Energie stabil und sicher sein können. Der Schwerpunkt bei ihm liegt in der Zusammenarbeit mit Industrieunternehmen und anderen Marktteilnehmern. Er ist Mitinitiator der Energievorzeigeregion NEFI, New Energy for Industry, die vom Klima- und Energiefonds gefördert wird. Thomas wird im Rahmen seiner Rolle bei der Vorzeigeregion NEFI eines der nächsten MIR Online-Events hosten. Da wird es um das Thema Energie und Industrie gehen. Und jetzt habe ich ihn bei mir im Studio, zumindest virtuell. Hallo Thomas, ich grüße dich. Hallo Christian. Thomas, das NEFI und die Industrie, das ist untrennbar sozusagen. Wie wichtig ist denn diese Rolle der Industrie bei dem Thema Energiewende? Ja, guter Punkt. Natürlich. NEFI, New Energy for Industry, beschäftigt sich, wie du sagst, mit der Dekarbonisierung der Industrie. Die Industrie benötigt rund ein Drittel der gesamten Endenergieaufwendungen, die wir in Österreich eben haben. Und wenn man sich das Regierungsprogramm vor Augen hält, dann ist ja da Dekarbonisierung bis 2040 zu erreichen. Und da haben natürlich Industrieprojekte einen entsprechenden Hebel. Und zwar nicht nur sozusagen auf der Anwendungsseite, sondern auch auf der Technologieseite. Das, was wir da in NEFI eben machen, das wirkt sich nicht nur eben sozusagen auf den Industrieverbrauch aus, sondern auch auf die Technologieseite, die dann sozusagen hoffentlich, wenn wir es richtig machen, zu weiteren Exporten oder zu verstärkten Exporten in dem Bereich führt. Ja. Gibt es denn jetzt schon konkrete Pläne, wie das alles umgesetzt werden soll? Da müssen ja viele Leute am Tisch alle an einem Strang ziehen. Wie soll es passieren? Ja, das machen wir definitiv schon im Moment. Wir haben ja schon die zweite Vorzeigeregion Runde hinter uns und wir haben bereits eine Reihe von coolen Projekten einerseits gestartet und andererseits initiiert. Und ja, genau wie du sagst, da braucht es eine Reihe von Stakeholdern dabei. Da braucht es die Energieanwender, wenn man so will, auf der einen Seite. Es braucht
die Technologielieferanten auf der anderen Seite, es braucht die Energieversorgung und es braucht uns Forscher natürlich auch, um das Ganze eben zu enablen. Und NEFI gibt den Raum, Vorzeigeregion NEFI gibt den Raum, in einem virtuellen Umfeld, wie wir es jetzt gerade haben, dann hoffentlich wieder in einem realen Umfeld, da entsprechend in Richtung Umsetzung zu kommen. Mhm. Jetzt ist ja so, es gibt viele Stakeholder, du hast es gerade schon gesagt. Was ist deren Motivation mitzumachen? Ja, die Motivation von denen ist natürlich dass einerseits der Standort gesichert wird in Österreich. Also wir haben einen Industriestandort von Weltrang und das soll so bleiben. Das sind ganz stark die industriellen Anwender und Lösungen, für die beispielsweise industrielle Flexibilität bereitzustellen, sprich sozusagen ausgleichend zu wirken, wenn sozusagen Strompreise oder Energiepreise sich ändern. Da sehen die sozusagen zukünftige Geschäftsmöglichkeiten. Da gibt es heute schon Möglichkeiten, in der Zukunft noch viel mehr. Jetzt hört man ja oft, dass die Industrieunternehmen vor allen Dingen über diese Umweltauflagen stöhnen und die als Behinderung empfinden. Ihr seid ganz nah dran. Habt ihr das Gefühl, dass sich das verändert, dass die Chance immer mehr gesehen wird als das Problem? Definitiv, definitiv. Also Energieverbraucher im industriellen Umfeld, die haben das aus meiner Sicht durchaus verstanden und die nehmen das, so wie ich es vorher schon gesagt habe, einfach als Chance wahr. Zukünftige Märkte kommen da entsprechend drauf. Und ich denke, die es wirklich verstanden haben, die wissen, dass die in der Zukunft zu bespielen sind und die sehen das aus meiner Sicht durchaus entspannt und ich bin überzeugt, dass selbst auch dieser große Bereich der Industrie da einfach ja, eben dem Ziel der Dekarbonisierung durchaus gut entgegengeht. Also, wer die Chance sieht, der kann die Zukunft neu gestalten, unter anderem mit der Hilfe von Forschern wie dem, was ihr da gerade macht. Thomas, vielen Dank für die Zeit und viel Erfolg für eure Vorzeigeregionsprojekte. Sehr gerne. Vielen Dank auch dir. Das Green Energy Lab ist ebenfalls eine der 3 österreichischen Vorzeigeregionen, die vom Klima- und Energiefonds unterstützt werden. Eines der nächsten MIA Online-Events wird vom Green Energy Lab gehostet, wo Raffaela Reinfeld Vorständin ist. Hallo Raffaela, grüß dich. Hallo. Raffaela, das Green Energy Lab, so höre ich immer wieder, ist so eine Art Brutkasten für Ideen. Wie habt ihr die Initiative aufgebaut? Wie habt ihr das hingekriegt, wenn es denn so ist? Ich muss zugeben, das war wirklich ein komplexer Prozess von über 2 Jahren. Es haben sich dafür Institutionen zusammengefunden, die alle davon überzeugt sind, dass die Energiewende niemand alleine schafft. Das heißt, die Trägerorganisationen vom Green Energy Lab sind Wien Energie, EVN, Energie Steiermark und Energie Burgenland. Und sie haben beschlossen, eine Initiative zu schaffen, um kundenzentrierte Energielösungen für eine nachhaltige Energiezukunft so schnell wie möglich auf den Markt zu bekommen. Unser USP dabei ist, dass wir auf 5 Millionen Energiekunden, also Endnutzer, zurückgreifen können. Die befinden sich in der österreichischen Ostregion und die können unsere Energielösungen so schnell wie möglich testen. Welche konkreten Initiativen und Projekte gibt es denn bereits? Zum heutigen Zeitpunkt laufen bereits 15 Projekte. Wir haben insgesamt sogar ein Projektvolumen von 45 Millionen Euro. Die ballen sich quasi um 3 thematische Zentren. Das eine sind Speicherlösungen, das andere sind Systemflexibilitäten, mit vor allem dem Fokus auf Wärme. Und das dritte sind Energiegemeinschaften und Netze. Jetzt unlängst für die 3. Ausschreibung der Vorzeigeregion Energie haben wir weitere 20 Projekte eingereicht. Und da kommt auch noch der thematische Schwerpunkt der integrierten Mobilitätslösungen dazu. Wer kann denn jetzt überhaupt mitmachen? Du sagst, ihr reicht Projekte ein für diese Vorzeigeregion. Wer kann mitmachen? Welche Voraussetzungen braucht man? Unser großes Ziel ist, dass wir die besten Ideen mit denen zusammenbringen, die Forscher sind, die sie weitertreiben können und die sie auch realisieren und dann testen können. In Wirklichkeit heißt das, fast jeder kann dabei sein, wenn er auch Mitglied im Innovator Circle ist. Unser Innovator Circle ist unser Think Tank, wo Ideen entstehen und eben weiter bearbeitet werden. Und im Moment sind da schon über 200 Partner drinnen. 100 davon circa sind in Projekten. Also das heißt, jeder, der dabei sein möchte, das können Gemeinden sein, das können Institutionen sein, das können große Industriebetriebe, aber genauso Startups oder KMUs sein. Die melden sich ganz einfach auf unserer Homepage an und können so in unseren Workshops auf unserer Innovator Journey mitmachen. Also einfach gesagt, einfach mal machen, einfach mal mit euch reden und gucken, was dabei rauskommt. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für ganz viele weitere tolle Projekte.
Vielen lieben Dank.